Der externe Audioadapter für den DJI Osmo Action im Test. Hallo und willkommen auf drohnen.de. Den DJI Osmo Action, die kleine Actionkamera von DJI, die haben wir euch ja in mehreren Videos schon ausführlich vorgestellt. Wen hierzu nochmal prinzipielle Informationen interessieren, also was der DJI Osmo Action kann, was die Spezifikationen sind oder auch zum Beispiel der Vergleich zur GoPro Hero 7 Black, der sollte vielleicht vorab erstmal in eins von unseren anderen Videos schauen. Ich verlinke euch hier oben mal den Vergleich von der DJI Osmo Action zur GoPro Hero 7 Black. Dort vielleicht mal reinschauen. In dem Video jetzt hier wollen wir uns um den brandneuen Audioadapter kümmern. Der ist dafür da, um externe Mikrofone an die DJI Osmo Action anzuschließen. Da wollen wir euch in diesem Video zeigen, wofür das Ganze gut ist, warum man das gegebenenfalls auf jeden Fall braucht und auch vieles Live-Material, wo ihr einfach mal Hörbeispiele habt, also Hörproben, wie sich das Ganze mit externen Mikrofonen anhört im Vergleich zu den internen Mikrofonen, die der DJI Osmo Action mit drin hat und wo ihr dann selber vergleichen könnt, brauche ich das, brauche ich diesen Audioadapter oder brauche ich ihn nicht. Aktuell, zu dem Zeitpunkt, zu dem wir euch jetzt hier gerade das Video aufnehmen, ist der Audioadapter im DJI Online Store noch nicht verfügbar. Ich hoffe, bis das Video dann nachher online ist oder wenige Tage danach, wird der Audioadapter dann verfügbar sein. Das heißt, wir haben hier wieder eine Vorabversion oder vielleicht auch eine finale Version, aber vorab eben bekommen, um das Ganze für euch testen zu können und euch vorstellen zu können. Ich packe euch hier oben mal den Link rein. Dort könnt ihr nachschauen, ob der Adapter dann wirklich auch im DJI Online Store schon zur Verfügung steht. DJI nennt das Ganze Klinkenstecker-Adapter und es wird voraussichtlich, schätze ich mal, 39 € kosten, denn einen gleichen oder sehr ähnlichen Adapter gibt es ja auch schon für den DJI Osmo Pocket, den wir euch auch schon vorgestellt haben, die mini kleine Handheld-Gimbal-Kamera. Da verlinke ich euch hier oben nochmal das Video dazu, wo ihr euch den Testbericht hierzu angucken könnt. Dafür gibt es auch schon einen Adapter, der sieht eigentlich genauso aus, ist nur in schwarz anstatt in grau. Der jetzt ist in dem gleichen Grauton gehalten wie der DJI Osmo Action. Jetzt stellen sich natürlich viele die Frage, kann ich nicht den vom DJI Osmo Pocket vielleicht benutzen, wenn ich den schon habe oder wenn der vom DJI Osmo Pocket bestellbar ist, warum kann ich nicht den einfach bestellen und an der Action benutzen? Oder es gibt ja auch sehr viele andere Adapter, also Adapter von USB-C auf Klinke, auf 3,5 mm Klinke, auf Amazon und so weiter und so fort. Warum bestelle ich nicht da einfach einen viel günstigeren? Das haben wir genau aus dem Grund, um zu schauen, ob ihr da nicht bares Geld sparen könnt, für euch schon mal getestet, um euch da viel Ärger und Testkäufe zu ersparen. Und wir haben da wirklich ziemlich viele von diesen Adaptern, die sehen meistens aus wie hier diese Kabel, bestellt, die man auch benutzen kann, weil der Osmo Action selber hat ja keinen Klinkenanschluss und keine Möglichkeit, ein Mikrofon anzuschließen, sondern nur diesen USB-C-Port. Und da passen die natürlich auch wunderbar rein, diese ganzen Adapter. Die Amazon-Adapter oder die ihr sonst irgendwo im Audiofachhandel besorgen könnt, die funktionieren definitiv alle nicht am DJI Osmo Action. Das Geld könnt ihr euch sparen. Ich glaube auch nicht, dass es da irgendeinen gibt, weil DJI wird dann in der Verkabelung vom USB-C auf Klinkenadapter irgendwas Spezielles oder anders verkabelt haben, sodass sich die Sachen einfach nicht miteinander verstehen. Ihr seht das auch schon daran, dass der Osmo Action normalerweise, wenn ein passender Adapter mit Mikrofon drin ist, dann auch oben ein kleines Mikrofonsymbol einblenden sollte. Das macht er mit diesen Adaptern nicht. Jetzt aber die zweite Möglichkeit, wie sieht es aus mit dem Adapter vom DJI Osmo Pocket? Das ist wie gesagt der gleiche Adapter, nur in schwarz, und der funktioniert dummerweise auch nicht. Da hätte ich jetzt eigentlich wirklich drauf gewettet, dass das Ganze funktioniert, dass man da einen einzigen Adapter für beide Geräte hat.
Ich weiß nicht, ob es technische Hintergründe sind oder marketingtechnische Hintergründe. Auf jeden Fall braucht ihr für jedes Gerät einen einzelnen Adapter. Das heißt den schwarzen Adapter für den DJI Osmo Pocket, der beim DJI Osmo Pocket Zubehör im DJI Online Store gelistet ist. Und diesen hier in Grau, deswegen wahrscheinlich auch die unterschiedlichen Farben, dass ihr den unterscheiden könnt. Und diesen für den DJI Osmo Action. Also jeder funktioniert nur mit der entsprechenden Kamera. Man sieht das auch daran, dass das Mikrofonsymbol dann eben nicht anspringt sozusagen, und den hier könnt ihr dann ganz bequem mit der Kamera verbinden und letztendlich dann beliebige Mikrofone, dazu kommen wir aber gleich noch, dann mit Klinkenanschluss hier reinstecken. Dann erscheint sofort das Mikrofonsymbol im Display, woran man sieht, dass ein externes Mikrofon richtig gekoppelt ist, und dann könnt ihr loslegen. Und was das Ganze ausmacht und was das für Unterschiede sind und was das Ganze im Live-Video mit Live-Hörproben bedeutet, das gucken wir uns jetzt an. Der erste große Vorteil ist ganz einfach prinzipiell schon mal, dass externe Mikrofone in der Regel, wenn man gute hat, oder die müssen noch nicht mal teuer sein, sondern manchmal sind auch extrem günstige trotzdem sehr gut. Das ist aber auch eine individuelle Geschmackssache, was euch da vom Ton her gefällt. Aber prinzipiell sind externe Mikrofone immer besser wie die internen, denn die sind im Gehäuse verbaut, nah an der Technik. Da hatten die alten Osmos auch Probleme, dass sie die Lüftergeräusche mit aufgenommen haben. Das hat man jetzt hier nicht, aber es sind halt auch einfach extrem kleine Öffnungen, die nah am Gehäuse sind und nicht da, wo der Ton entsteht, und auch nicht auf den Ton ausgerichtet. Und da habt ihr viel bessere Möglichkeiten. Ich zeige euch jetzt als erstes mal nicht das Mikrofon, sondern ein Ansteckmikrofon. Es hat den Vorteil, dass es gerade immer sehr nah natürlich am Sprechenden dran ist. Man muss aber auch wissen, wer spricht. Das ist wieder der kleine Nachteil davon. Das Ganze wird dann verbunden, wie eben schon gezeigt, indem ihr hier diese kleine Klappe öffnet, den Adapter reinsteckt. Wie das Ganze mit dem Frame funktioniert, das zeige ich euch nachher noch. Da muss man noch ein paar zusätzliche Sachen beachten. Das bekommt ihr aber gleich nochmal erklärt. Und dann wird das Ganze hier eingesteckt und das Mikrofon angesteckt, und das Ganze sieht dann so aus bzw. hört sich so an. So, jetzt seht und hört ihr erstmal das Live-Videomaterial von der DJI Osmo Action, übrigens mit eingeschalteter Stabilisierung in 4K 30 FPS. Das ist aber hierbei jetzt erstmal nicht wichtig, sondern es geht ja um den Ton, und das ist die Aufnahme mit dem internen Mikrofon. Ich habe zwar das Ansteckmikrofon schon angesteckt, aber es ist nicht angeschlossen. Das heißt, das ist der Ton, den ihr hört, wenn die Osmo Action den direkt mit den internen Mikrofonen aufnimmt. Ich spreche jetzt auch gleich mal in die andere Richtung, und dann werdet ihr hören, was dann auch nochmal ein weiteres Problem ist, wenn man sich nämlich von der Kamera abwendet, dass dann der Ton nochmal ganz anders klingt. Und zwar nämlich so, dann hört man natürlich nochmal wesentlich weniger, wenn man irgendwie nicht genau in die Mikrofone reinspricht. Das hört sich dann eben so an und ist eben nicht ganz optimal. Und jetzt habe ich das Ansteckmikrofon eingesteckt mit dem Audioadapter. Ihr hört das Ganze jetzt über das Ansteckmikrofon. Ich wende mich jetzt auch nochmal ab und spreche in die andere Richtung. Das Mikrofon ist dadurch natürlich viel näher am Körper. Ein Nachteil ist, dass man natürlich hier an dem Mikrofon immer mal drankommen kann und dann irgendwelche Rausch- oder Kratzgeräusche erzeugt. Aber prinzipiell natürlich ein ganz anderes Klangbild, was man dann durch das externe Mikrofon hört. Noch ein weiterer Vorteil ist, dass man eben die Mikrofone auf die Anwendungszwecke dann zuschneiden kann und in der Mikrofonwahl einfach flexibel ist. Ansteckmikrofone sind immer super, wenn eben einer ständig redet, so wie ich jetzt, also einer quasi die Zuschauer permanent zuquatscht. Dann macht es Sinn, dem ein Ansteckmikrofon dran zu packen. Damit habt ihr immer ein gutes Ergebnis. Wenn ihr jetzt aber irgendwelche anderen Tonquellen habt, die auch weiter weg sind von der Kamera, dann macht es zum Beispiel Sinn, sowas zu benutzen. Das ist ein Richtmikrofon. Das hier ist ein Rode-Richtmikrofon. Ich muss mal kurz schauen, welches das ist. Das ist das Video Micro. Da packe ich euch hier oben nochmal eine Auswahl von allen Mikrofonen zusammen. Da einfach draufklicken, dann seht ihr mal verschiedene Mikrofone, die wir hier für gut befunden haben, die auch sehr preisgünstig sind und trotzdem sehr gut funktionieren. Wie gesagt, müssen es nicht immer teure sein. Und das hier hat eben nicht eine Charakteristik wie die Ansteckmikrofone hier, dass es im Nahfeld vom Mikrofon was aufnimmt, sondern
Das hat eine Richtcharakteristik, das heißt, es ist auch meistens dann immer in der Röhrenform und dort, wo die Röhre hin zeigt, von dort nimmt es auch aus Entfernung einen Ton auf, meistens nicht gut aus der Nähe, weil da ist es dann zu laut oder übersteuert relativ schnell. Aber wenn ihr irgendwelche Action-Szenen mit vorbeifahrenden Autos und so weiter filmen wollt, dann ist das vielleicht das Richtige. Außerdem gibt es dafür dann immer noch mal viel Zubehör, wie eben hier diesen Aufsatz, diesen Windaufsatz, der die Windgeräusche filtert durch eben diese buschige Geschichte. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ich glaube, Katze oder was auch immer. Ihr werdet mich jetzt bestimmt wieder totschlagen in den Kommentaren. Ich habe den Begriff gerade nicht im Kopf. Auf jeden Fall, dieser Buschel hat nochmal einen speziellen Namen. Kommentiert gerne unten nochmal, wie das Teil wirklich heißt. Auf jeden Fall kann man das aufstecken und das filtert die Windgeräusche. Die Haare nehmen den vorbei sausenden Wind sozusagen weg. Und dafür habt ihr auch nochmal eine super Spezialanwendung. Da könnt ihr für eure Action-Szenen und so weiter und so fort dann immer das Passende wählen. Und wir hören uns jetzt nochmal an, original mit internem Mikrofon im Vergleich zu Richtmikrofonen, was man damit machen kann und wie sich das Ganze dann anhört. So, das Richtmikrofon ist mit der DJI Osmo Action zusammen am Stativ montiert. Ich bin hier wirklich eine ganze Ecke weit weg, ich würde sagen 3-4 Meter, spreche in normaler Lautstärke und ihr könnt mich trotzdem verstehen, weil die Richtcharakteristik vom Mikrofon direkt auf mich gerichtet ist und ich bin hier frei. Ich habe also keine Kabel und keine Kabelverbindungen. Ich kann mich hier frei bewegen und mit euch sprechen. Natürlich ist da auch das Problem, wenn ich jetzt in irgendeine andere Richtung spreche, dass in andere Richtung gesprochen der Ton dann nicht mehr so gut ist. Aber die Verstärkung ist da schon beeindruckend von diesen Richtmikrofonen, sodass ich eben dann komplett frei moderieren kann, irgendwas zeigen kann oder eben die Actionkamera auch dafür benutzen kann, um irgendwelche Action-Szenen, vorbeifahrende Autos, Driftautos, was auch immer aufzunehmen und dabei bin ich dann trotzdem komplett flexibel und nicht gebunden an irgendein Kabel oder irgendwelche Tonaufnahmen. Und das funktioniert eigentlich wunderbar. Der nächste Vorteil der ganzen externen Mikrofongeschichte ist der, dass es auch unabhängig von der Ausrichtung vom DJI Osmo Action sich alles gleich anhört. Der DJI Osmo Action hat mehrere Mikrofone, 2 Stück an der Zahl, und zwar eins hier oben und eins hier an der Seite. Und allein schon deswegen und eben von der Ausrichtung, je nachdem, ob ihr was anderes filmt oder euch selber filmt, hört sich der Ton extrem unterschiedlich an, wenn man die internen Mikrofone benutzt. Wenn ihr ein externes benutzt, hört sich der Ton immer gleich an und das hören wir uns jetzt an. So, jetzt wieder der Originalton mit den internen Mikrofonen und zwar einmal vor der Kamera und jetzt bewege ich mich nochmal hinter die Kamera und spreche hinter der Kamera weiter und da hört ihr, dass der Ton sich nochmal anders anhört, einfach in Abhängigkeit davon, in welcher Position ich mich eben zur Kamera befinde. Gleiches Szenario nochmal im Vergleich. Jetzt ist das Ansteckmikrofon wieder eingesteckt über den Adapter. Ich bin vor der Kamera und spreche mit euch und wechsle jetzt auch die Perspektive. Befinde mich jetzt hinter der Kamera und kann hier irgendwelche Objekte oder Landschaften filmen und ihr hört, dass das Tonbild viel homogener ist, weil sich die Position vom Mikrofon, in diesem Fall jetzt dem angesteckten Mikrofon, in Relation zur Tonquelle, also zu meinem Mund, ja überhaupt nicht mehr verändert, sondern nur das Blickbild verändert. Es kann aber auch Szenen geben, wo man das genau will, also diesen Tonunterschied, dass man sich irgendwie tontechnisch auch von der Kamera wegbewegt. Für den Fall kann man trotzdem ein externes Mikrofon verwenden, dann aber eins, was fest an der Kamera ist und kein Ansteckmikrofon oder eben dann das interne Mikrofon. Der nächste Vorteil von dieser externen Mikrofongeschichte, unabhängig davon, welches ihr verwendet, ist, wenn ihr Material von verschiedenen Kameras zusammenschneidet, wie ich jetzt zum Beispiel. Ich habe hier meine Sony Alpha auf dem Stativ quasi, wo ihr mich gerade von hört über das externe Ansteckmikrofon, wo ich hier auch ein externes benutze, einfach um besseren Ton zu haben. Und dann das zum Beispiel zusammenschneide mit Material von der Osmo Action. Dann würde der Ton auf einmal eben komplett sich anders anhören. Wenn ihr aber das gleiche Mikrofon benutzt, das muss nicht ganz gleich sein, das kann sich unterscheiden, je nachdem wie die Kameras und die internen Verstärker das Ganze dann verarbeiten, aber es hört sich schon wesentlich homogener an, wenn ihr dann die gleichen Mikrofone an den unterschiedlichen Geräten verwendet und das schauen wir uns jetzt an und hören wir uns jetzt an. Das hier ist jetzt eben gerade nochmal zum Test und zum Vergleich der Ton über die Sony Alpha auf Stativ über dieses Ansteckmikrofon und das Ansteckmikrofon werde ich jetzt gleich an die Osmo Action packen und dann hören wir uns den Vergleichston an.
Und jetzt hier wieder die Osmo Action, aber mit dem gleichen Mikrofon, welches vorher auch an der Sony Alpha dran war. Und so kann man natürlich Videomaterial aus verschiedenen Videoquellen, wie gesagt, zusammenschneiden und hat zumindest eine ähnliche, besser zusammenpassendere Toncharakteristik. Man kann nun streiten, ob das Gerät den Preis wert ist oder nicht, aber was wirklich spitze ist, und das wissen die ganzen GoPro-Besitzer, das Gerät ist super klein, also dieser Adapter kann hier reingesteckt werden, hat man immer dabei. Er stört nicht, wenn man das Ganze in irgendwelchen Haltern montiert und so weiter, weil es wirklich eine sehr kompakte Geschichte ist. Bei den aktuellen GoPro-Versionen braucht ihr ein ziemlich großes Gerät. Ich habe das gerade nicht hier, aber ich blende euch hier mal ein, wie das Ganze aussieht. Das ist ein Kabel mit einer kompletten Box dran, mit nochmal ein Kabel dran. Das ist auch recht kostspielig. Ich glaube noch eine ganze Ecke teurer wie eben dieser kleine Adapter, und da ist es schwer, das Ganze natürlich auch in Action-Szenen irgendwo zu montieren, und da ist es schon klasse, wenn man wirklich so ein kleines Gerät hat. Das habe ich am Anfang auch DJI schon gesagt und denen auch mitgeteilt, bringt auf jeden Fall noch diesen Audioadapter raus. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt wegen unseren Vorschlägen gemacht haben oder so gemacht hätten. Am Anfang hieß es auf jeden Fall, es wird nichts kommen. Ich habe gesagt, wir haben sehr viele Zuschauer, die ständig danach fragen, wie kann ich externe Mikrofone anbringen, und wenn ihr da was Kompaktes rausbringt, dann wird das garantiert sehr, sehr häufig gekauft, weil es auch nochmal ein großer Vorteil gegenüber der GoPro zum Beispiel ist, denn die hat das wie gesagt nicht und hat das viel größer. Das ist nochmal ein großer Vorteil. Ein kleiner Nachteil ist natürlich, aber das sollte jedem klar sein, während der Adapter hier drin ist und die Luke geöffnet ist, in der Zeit ist das Ganze natürlich nicht mehr staub- und wassergeschützt. Das heißt, ihr könnt damit nicht mehr tauchen und so weiter und so fort. Das ist aber ganz logisch, aber in diesen extremen Szenen müssen dann eben die internen Mikrofone herhalten. Jetzt schauen wir uns nochmal an, wie ich das Ganze überhaupt hier im Frame montiert habe, denn da geht ja die Klappe nicht auf. Da ist zwar eine Aussparung hier an der Seite, aber ich kann diese Klappe dann nicht mehr aufmachen, beziehungsweise mit geöffneter Klappe bekomme ich das Ganze gar nicht in diesen Frame hier rein. Aber ihr braucht den Frame ja, um das Ganze irgendwo zu montieren, wie jetzt hier zum Beispiel auf meinem Handstativ oder an einer Autohalterung mit Saugnapf oder am Fahrrad oder wie auch immer. Das heißt, es muss da irgendwie rein. Aber es funktioniert nicht mit der Klappe, funktioniert es dann trotzdem mit dem Mikrofon. Ja, das ist so, und so funktioniert das Ganze und so sieht das Ganze aus. Ihr müsst dazu am DJI Osmo Action diese kleine Klappe hier komplett entfernen. Da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein. Das sieht erst nicht so aus, als ob die abgeht, aber dieser kleine Mechanismus hier, dieses kleine Lager quasi, wo das Ganze auf dem Stift aufgefädelt ist, das ist in eine Richtung nach unten offen. Das sieht man zwar nicht. Wenn man jetzt aber vorsichtig zieht und das Ganze so einseitig ein bisschen herauszieht, dann geht das Ganze raus. Ihr seht dann hier auch die Öffnung auf der einen Seite. Ihr könnt das Ganze auch so einfach wieder aufstecken. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es diese kleine Klappe einzeln im DJI Online Store gibt, weil man da vielleicht dann doch mal irgendwie was kaputt macht oder die Originalklappe verliert. Jetzt ist der Osmo Action, das ist übrigens jetzt nicht ein Trick von mir, sondern das ist auch so gedacht, also das könnt ihr ruhig so machen. Und jetzt ist der Osmo Action bereit, in diesen Frame reingesteckt zu werden. Das müsst ihr zuerst machen, also ganz normal in den Frame einfügen, Klappe hinten zumachen, Verschlussmechanismus schließen, und jetzt habt ihr im Frame in der Seite hier noch eine kleine Aussparung, und die ist eben extra dafür gedacht, dass ihr jetzt auch trotzdem noch den Adapter reinpacken könnt. Diesen Trick könnt ihr übrigens auch verwenden, wenn ihr den Osmo Action an der Powerbank und so weiter dran haben wollt, während ihr etwas filmt, weil ihr extrem lange Aufnahmezeiten braucht und, weil dadurch könnt ihr dann auch den Adapter benutzen zum Laden. Da kommen wir gleich zu einem kleinen Nachteil vom Audioadapter. Das ist aber bei allen Kameras so, dadurch, dass man Also bei allen kleinen, kompakten Action-Kameras so, dadurch, dass man natürlich den Platz minimieren will und nicht zu viele Anschlüsse haben will. Der USB-C-Anschluss ist ja gleichzeitig der Ladeport und eben der Port für externes Zubehör. Das heißt, ihr könnt jetzt nicht mehr gleichzeitig laden, während ihr den Audioadapter drin habt und ein externes Mikrofon verbunden habt. Das ist definitiv nochmal der Nachteil, zusätzlich dazu, dass das Ganze jetzt auch nicht mehr wassergeschützt ist oder staubgeschützt ist und so weiter. Staub vielleicht schon noch bis zu einem gewissen Grad, aber Wasser definitiv nicht, solange das ganze Gerät offen ist. Wie gesagt, Laden gleichzeitig mit externen Mikrofon dann nicht mehr möglich. Da sollte man dann genügend externe Ersatzbatterien dabei haben.
Das Ganze kann man natürlich auch mit Funkmikrofonen benutzen, indem man dann hier eben die Funkeinheit verbindet und das Mikrofon einen entsprechenden Empfänger hat. Das heißt, wenn ihr da beim Interview oder wie auch immer viel am Rumlaufen seid und auch weit von der Kamera weg, da kann es dann natürlich dazu kommen, dass das Ansteckmikrofon vom Kabel her nicht mehr reicht oder auch längere Kabel nicht reichen. Da kann man dann ein Funkmikrofon sich zulegen. Ist eigentlich untypisch, weil in den Szenen wird dann oft die Action-Cam auch nicht benutzt, sondern eine normale Kamera. Aber das Ganze würde dementsprechend natürlich ebenfalls funktionieren. Mich würde jetzt natürlich noch mal interessieren, wer von euch schon lange auf den Adapter hier wartet. Das heißt, wer sich den Adapter wahrscheinlich besorgen wird. Kommentiert doch gerne mal unten, für welchen Anwendungszweck ihr den Adapter benutzt oder benutzen wollt. Warum ihr sagt, der ist ultimativ wichtig oder warum ihr sagt, den brauche ich auf keinen Fall. Das würde mich mal interessieren. Bitte unten in den YouTube-Kommentaren reinschreiben. Außerdem natürlich gern schreiben, ob euch das Video gefallen hat und was gebracht hat. Liked bitte auch gerne das Video, wenn es euch gefallen hat, und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, dann seid ihr auch bei den nächsten Videos wieder mit dabei, wenn es um den DJI Osmo Action geht, um irgendwelche Drohnen oder sonstigen Schnickschnack, den wir euch hier gerne vorstellen. Als Fazit bleibt zu sagen, kein günstiger Spaß, sicherlich auch ein kleiner Beigeschmack, ob das Ganze jetzt wirklich nötig war, hier einen eigenen Adapter rauszubringen, der nicht kompatibel ist mit dem vom Osmo Pocket. Vielleicht gibt es aber da auch technische Hintergründe. Unterm Strich aber eine super coole Geschichte, dass es endlich den externen Adapter gibt. 39 €, nicht ganz günstig. Es funktioniert aber auf jeden Fall und es hat eine super kleine Größe, was ein mega Vorteil ist, und externe Mikrofone meines Erachtens nicht wegzudenken aus irgendwelchen Kamerageschichten prinzipiell, weil es einfach viel mehr flexiblere Möglichkeiten gibt. Von daher, das ist meine Zusammenfassung. Vielen Dank an euch, wie immer, dass ihr dabei gewesen seid, und wir sehen uns dann hoffentlich wie immer im nächsten Video.